Hallo, Freunde der gummiartigen Masse mit Geschmacksstoffen, welche gekaut wird. Heute möchte ich euch ein bisschen was über Bubblegum Crisis erzählen. Dabei handelt es sich nicht etwa um eine Dauerwerbesendung von Hubba Bubba, sondern um einen kultigen Science-Fiction-Anime aus den 80ern und wahrscheinlich eine der bekannteren OVAs aus diesem Zeitraum. Es ist so eine Art von Anime, wie es sie in unserer heutigen Zeit höchstwahrscheinlich niemals mehr geben könnte. Allein schon, weil in den 80er Jahren Original Video Animation nämlich noch eine andere Rolle gespielt haben, als das heute der Fall ist. Abgesehen von pornografischen Inhalten sind OVAs heutzutage meistens nur noch Dreingaben oder Extrafolgen zu bereits bestehenden Serien. Aber früher war es noch gang und gäbe, dass OVAs komplett eigenständige Werke, welche entweder Adaptionen von irgendetwas waren, meistens unvollständige oder häufig auch originale Werke, wie es bei diesem Anime der Fall ist. Ich bin allerdings nicht hier heute, um euch den historischen Hintergrund von OVAs näher zu bringen. Der YouTuber Baerios hat vor einiger Zeit ein richtig gutes Video zu diesem Thema gemacht. Wer also mehr dazu wissen will, sollte sich das mal anschauen. Er kann das sowieso alles deutlich besser erklären als ich. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Bubblegum Crisis ist allerdings nicht so eine typische obskure OVA, in der eine Mini-Geschichte erzählt wird und nach maximal 2 Folgen wieder abgebrochen wurde. Die 8 Folgen mit jeweils 30 bis 50 Minuten Länge erzählen eine vollständige Handlung, welche dann mit 3 weiteren Folgen namens Bubblegum Crash zu Ende gebracht wurde. Die Länge des Anime ist auf jeden Fall mit einer 24 Folgen langen TV-Serie vergleichbar und man kann bei Bubblegum Crisis durchaus von einem richtigen Franchise reden. Es gibt nämlich noch eine Menge weiteres Material, zum Beispiel ein Spin-off namens AD Police, wo es um eine der Nebenfiguren aus dem Anime geht, sowie ein Reboot in den späten 90ern und sogar eine Adaption als amerikanischen Comic vom Dark Horse Verlag. Um diese ganzen Sachen geht es aber heute gar nicht. Ich möchte nur über die originale OVA reden, den Rest habe ich auch gar nicht gesehen. Der Name Bubblegum Crisis ist übrigens nicht willkürlich gewählt, sondern soll auf eine dystopische Welt, die kurz vor dem Untergang steht, hindeuten, wie eine Blase, die kurz davor ist zu platzen. Sowas Geistreiches hatte ich definitiv nicht erwartet. Ich bin ja eher davon ausgegangen, dass der Name auf den Mix aus süßen und hübschen Protagonistinnen und jeder Menge rasanter Action hindeuten soll, was ja in den 80ern und 90ern durchaus eine populäre Kombo war. Der Anime schlägt nämlich in eine ähnliche Kerbe wie Dirty Pair oder diese ganzen Girls with Guns Anime, die Studio B-Train in den frühen 2000ern gemacht hat. Da ist es auch nur passend, dass die Charakterdesigns in Bubblegum Crisis von Kenichi Sonada stammen, welcher auch die Figuren im sehr ähnlichen Franchise Gale Force entworfen, sowie den Manga Gunsmith Cats gezeichnet hat. Aber worum genau geht es denn eigentlich in diesem Anime? Bubblegum Crisis spielt im Jahr 2032 in der futuristischen Cyberpunk-Stadt Megatokyo, welcher der Welt von Akira oder Blade Runner nicht unähnlich ist. Dreh- und Angelpunkt der Geschichte sind die Mitglieder der Gruppierung Night Saber. 4 junge Frauen, welche mit Hilfe ihrer mecha-artigen Kampfanzüge, den sogenannten Hardsuits, gegen das Böse ankämpfen, nämlich die von der mysteriösen Firma Genom geschaffenen und außer Kontrolle geratenen Robotermonster namens Boomer. Ja, genau. Ich werde jetzt mal versuchen, jegliche Witze wegen dieses Namens zu vermeiden. Jedenfalls sind diese Boomer ursprünglich geschaffen worden, um das damals durch ein Erdbeben zerstörte Tokio wieder neu aufzubauen. Um die wild gewordenen Roboter wieder unter Kontrolle zu bringen, wurde auch eine neue Spezialeinheit namens AD Police ins Leben gerufen, welche aber von dieser Aufgabe stark überfordert ist. Unsere Hauptfigur ist die verwegene Bikerin Priscilla Asagiri, genannt Pris, welche zwar nicht die offizielle Anführerin der Night Sabers ist, aber sich zumindest so aufspielt. Sie führt eine Art Doppelleben und ist in der Öffentlichkeit eine erfolgreiche Rocksängerin, kämpft im Geheimen aber gegen die Boomer. Gesprochen wird sie übrigens von Kinuko Omari, welche selber eine Sängerin ist und gut zu Pris' aufbrausender Rockerbraut-Persönlichkeit passt. Da ich von Pris' Stimme ziemlich angetan war und die Synchronsprecherin direkt nachgeschaut hatte, war ich ganz schön enttäuscht, als ich herausgefunden habe, dass Omari ansonsten keine andere Figur gesprochen hat. Pris war ihre einzige Rolle und in Bubblegum Crash hatte sie leider bereits eine andere Synchronsprecherin. Die Handlung im Detail zu erklären ist ein wenig schwierig, da die meisten Folgen eine eigene Geschichte erzählen. Meist geht es darum, dass die Night Sabers neue Mitmenschen kennenlernen und diese von Boomern beschützen müssen oder sich später selbst als welche herausstellen. Die Boomer haben nämlich die Fähigkeit, die Gestalt von Menschen anzunehmen und sind auf den ersten Blick auch nicht von ihnen zu unterscheiden. Von den 8 Folgen waren meine persönlichen Highlights Folge 1, weil sie ein echt toller Einstieg in die Welt von Bubblegum Crisis ist und vor allem das Intro in den ersten 7 Minuten einfach nur ikonisch ist. Folge 4, weil es die einzige Folge ist, in der es nicht um Boomer geht, sondern in dem Fall um einen Mann, welcher ein extrem gefährliches Fahrzeug baut, welches sich seiner Kontrolle entreißt. Sowie Folge 8, weil hier die Figur Nene von den Night Sabers eine besondere Rolle spielt und sie in den vorherigen Folgen von dem Anime eher vernachlässigt wurde. In der letzten Folge geht es darum, dass Nenes Arbeitskollegin bei der AD Police kurz davor ist, die wahre Identität der Night Sabers aufzudecken.
Das Sequel Bubblegum Crash spielt dann einige Jahre nach der ersten Serie und fungiert quasi als eine Art Epilog, in der es dann um eine neue Bedrohung geht, wodurch sich die Night Sabers nach langer Zeit wieder zusammenschließen müssen. Der Anime ist wie gesagt größtenteils eher episodisch aufgebaut und Nebenfiguren, die in einer Folge eingeführt werden, kommen später in der Regel nicht mehr vor. Von dieser episodischen Erzählweise bin ich aber noch nie so wirklich ein Fan gewesen und fand es deswegen etwas schade, wie zusammenhangslos ein Großteil der Folgen waren, auch wenn sie mir aufgrund der Inszenierung dennoch gefallen haben. Wenn ich auch ganz ehrlich bin, ist bei mir relativ wenig von der Handlung hängen geblieben und manche Sachen musste ich für dieses Video noch einmal im Internet nachschlagen. Das heißt aber nicht, dass ich die Story deswegen super schlecht fand, aber was ich einfach deutlich interessanter an Bubblegum Crisis fand, war die Atmosphäre und die allgemeine audiovisuelle Umsetzung. Das Figurendesign, der Look der Roboter, die ganzen Details der futuristischen Maschinen und natürlich die tolle Musik sorgen für eine ganz besondere Stimmung. Zum Beispiel startet jede Folge mit einem anderen Intro, welches immer im Stil eines richtigen Musikvideos gehalten ist, und jede Folge hat auch einen eigenen Abspann. Gerade die allererste Folge startet mit einer besonders spektakulären Intro-Sequenz, bei der Pris den Song Konnichiwa Hurricane zum Besten gibt, während parallel ein heftiger Kampf gegen die Boomer ausgetragen wird. Hinzu kommt, dass der Anime auch wirklich schön animiert ist, wie das bei älteren OVAs öfters der Fall war. Vor allem die ganzen mecha-artigen Aspekte würde man heutzutage wahrscheinlich komplett mit CGI machen. Ich glaube, jetzt versteht ihr, warum ich der Meinung bin, dass dieser Anime ein Produkt seiner Zeit ist und in der Form heute nicht mehr rauskommen würde. Davon abgesehen bin ich auch ein großer Fan von diesen Dauerwellenfrisuren, die meisten Charaktere hier rocken. Ich finde, das ist eine Sache, die moderne Anime echt zurückbringen sollten. Bubblegum Crisis, der Anime für Leute, die sagen, damals war halt einfach alles besser. Euch ist ja sicherlich auch das Internetphänomen Vaporwave ein Begriff, welches eine Kunst- und Musikbewegung ist, bei dem man sich stark an der Ästhetik 80er und 90er Jahre Popkultur orientiert. Bubblegum Crisis ist so ziemlich genau das, was Vaporwave Artists heutzutage versuchen zu machen und auch die Art von Anime, die man vor Augen hat, wenn man etwa Maria Takeuchis City-Pop-Song Plastic Love oder auch alte japanische Jazz-Fusion-Lieder hört. Ich habe zwar nach der aufregenden ersten Folge ein bisschen mehr von der Story erwartet, aber zumindest die Musik und dieser gewisse Coolness-Faktor waren genau mein Ding. Unterm Strich hat mir die OVA definitiv gefallen und ich kann sie jedem empfehlen, der auf Retro-Sci-Fi steht. Meine finale Bewertung lautet 7 von 10 Packungen extra Professional mit Pfefferminzgeschmack. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit.